Hey liebe Adler, heute gibt es eine kleine Tour mit Eamon Barcock in der Nordweststadt. Ja, ich zeige euch, wo ich aufgewachsen bin. Schaut einfach mit und let's go! Frankfurt, Brudi! Aber davor gehen wir nochmal zum Friseur. Die Seiten müssen auf Null. Als ich klein war, habe ich immer meinen kleinen Brüdern geschnitten gehabt. Und deswegen, bei mir, Frisur muss eigentlich immer sitzen. Einmal die Woche bin ich regelmäßig hier. Also eine Karriere als Friseur ist nicht mehr vorstellbar? Nicht mehr. Damals hätte ich es mir vielleicht vorgestellt, so als zweites Standbein, nach dem Studium vielleicht noch. Aber jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Vielleicht nach der Karriere, man weiß nicht. Perfekt. Johnny, mein Bruder. Vielen Dank. Ciao, mach's gut. Wir sehen uns. Danke. So, jetzt können wir in die Nordi. Was ist das für Musik? Ja, wenn du hier in Frankfurt aufgewachsen bist, dann hörst du, glaube ich, alles. Haftbefehl, Cello Abdi, Hannibal. Man hört einfach alles. Wenn du sagen würdest, deine Lieblingsjargon, was Musik ist, dann so Rap und so deutscher Rap, ist es so? Oder hörst du alles? Ich höre wirklich alles. Englisch, Französisch, sei es Rap, alles. Mischmasch. Marokkanische Hochzeitslieder, alles. Hier bin ich aufgewachsen. Hier habe ich früher gewohnt. Meine Eltern wohnen immer noch hier. Nach der Schule, Ranzen hoch. Hier auf dem Platz haben wir öfters gekickt. Da waren halt viele Bänke. Tor konntest du erzielen, indem du unter dem unter dem Sitz da reinpasst oder rein dribbelst, je nachdem. Und jeder hatte 3 Leben und nach 3 Leben kam der nächste rein. Und das immer von, was weiß ich, von 15 Uhr bis abends 21 Uhr. Also das hat hier so am meisten Spaß gemacht. Oder da hinten haben wir auch auf dem Asphalt gespielt mit Mülltonnen als Tore oder jetzt zum Beispiel wie hier. Dazwischen waren die Tore. Dann haben wir noch Einkaufswagen dazu geholt und das andere Tor aufgestellt. War schon eine geile Zeit auf jeden Fall. Hast du die früher alle abgezogen oder? Ja, da waren öfters Ältere dabei. Man musste sich halt so durchkämpfen, durchbeißen. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, wenn man so darüber nachdenkt, wie es mal war. Du hast ja früher bei der SG Braunheim angefangen, ne? Genau, ich habe damals in der Ludwig-Landmann-Straße gewohnt, ist in Braunheim. Dann über Rot-Weiß Frankfurt zu den Kickers tatsächlich. Das wissen ja viele gar nicht, dass du eigentlich früher bei Kickers Offenbach gespielt hast. Wie kam der Wechsel dann damals zur Eintracht? Kannst du dich daran noch erinnern? Damals, glaube ich, kam das über Samad, der ehemalige U15-Trainer. Ich glaube, über Facebook habe ich die Anfrage bekommen. Eine Nachricht auf Facebook. Ich habe es wirklich am Anfang nicht geglaubt so und für mich so als Frankfurter, auch wenn ich in Offenbach gespielt habe, ich weiß, es sind Rivalen, aber es hat mich in dem Moment gar nicht gejuckt. Also ich war hier in der Heimat Frankfurt, deswegen war schon top. Das ist mein schwarzer Bruder Noah. Was geht ab? Ein sehr schüchterner Mensch, würde ich eher sagen. Also ja, er ist, gegenüber Leuten, die er nicht kennt, ist er sehr zurückhaltend. Aber sobald man enger mit ihm ist es schon ein verrückter Kerl. Er hat seine Phasen. Sehr ehrgeiziger Typ, sehr spontan, zu spontan. Er liebt es, Spaß zu haben. Kannst mit ihm eigentlich auch ein sehr guter Freund. Also du kannst mit ihm über alles reden, er hat immer ein Ohr für dich frei. Und er ist, du hast ja auch schon mal erwähnt, er ist nicht abgehoben, dadurch, dass er jetzt Bundesliga-Profi geworden ist. Genau, das beschreibt ihn auf jeden Fall auch. Er ist immer noch derselbe wie vor 15 Jahren, als ich ihn kennengelernt habe. Ein sehr entspannter, netter Typ. Was geht, Jungs?
Komm, die Seite gegen die Seite. Ja. Lauf, lauf, lauf. Geh, mach ihn rein. Oh, hey. Ja, hier gibt es viele gute Fußballer, Straßenkicker, die man so selten sieht in der Bundesliga. Und das hat man auch hier oft gelernt. Man war täglich hier. Oft hatte man auch offene Knie, Wunden da, Wunden hier. Das hat einfach Spaß gemacht hier. Du hattest einen freien Kopf, bis hierher gekommen, um Spaß zu haben. Und das ist das Wichtigste im Fußball, finde ich. Die Jungs haben mir gesagt, dass du früher immer so hart reingegangen bist. Das kenne ich gar nicht von dir. Du kämpfst doch immer noch. Ab und zu. Wenn es sein muss, dann bin ich da. Ich will nur nicht zu hart sein. Mäßig. Wenn wir mal kurz auf die Eintracht-Zeit blicken, die du im Riederwald hattest. Wer war so dein größter Förderer oder wo du sagst, von dem hast du sehr viel mitgenommen? Was mir jetzt so als erstes einfällt, Uwe Bindewald, Alex Schur. Von vielen habe ich etwas mitgenommen. War auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit, auch wenn ich mit, wann war das, 2014 glaube ich, eine schwere Verletzung hatte. Hinteres Kreuzband angerissen, wurde Gott sei Dank konservativ behandelt. Habe ich mich auf jeden Fall nochmal zurückgekämpft und war auf jeden Fall eine gute Zeit am Riederwald. Guck mal, ich habe hier sogar noch eine Nachricht von Alex Schur für dich. Hör mal ganz kurz. Hallo Emin, mein Lieber. Ja, wir sind alle sehr froh, dass du es bei Eintracht Frankfurt geschafft hast. Du wirst dich sicherlich daran erinnern, wie du bei der U19 aus dem Urlaub wiederkamst und hast dir den Unterarm gebrochen. Oder beziehungsweise den Ellbogen und konntest nicht richtig bewegen. Und ja, du hast dich so ein bisschen versucht ins Training zu schummeln, aber mit so einem angewinkelten Arm. Was war da los im Urlaub? Das war nicht mehr, das war hier in Frankfurt. Hier in Frankfurt? Ich habe mir damals hier meinen Ellbogen gebrochen gehabt. Ich bin vom Fahrrad gefallen damals. Da hatten wir frei gehabt und dann bin ich zurückgekommen. Und dann ja, war mein Arm am Arsch. Ja, auf jeden Fall. Der Alex Schur, der hat mich auf jeden Fall gefördert gehabt. Wollte auf jeden Fall das Beste für mich. Hat die Physios beauftragt, mich jeden Tag zu quälen. Ich habe da rumgeschrien, damit ich endlich meinen Arm strecken kann. Ja, war auf jeden Fall nicht so lustig, aber im Nachhinein hat es sich auf jeden Fall gelohnt gehabt. Fertig! Jungs, haut rein, ne? Hat mich gefreut. Wir fahren jetzt, was ist das? Chicken Genau. Burger. Ja, so ein Burgerladen hier in der Nordi, Kleinzentrum. Two Friends. Spezialitäten der Nordi. Da findest du alles. Hier ist mein kleiner Bruder, der ruft gerade an. Akram, Ja, Bruder. Wo bist du? du bist wieder auf Lautsprecher. Ja, ist gut. Wie war dein Training? Ja, war gut. Ja? Sehr gut trainiert. Ja. Mashallah, Akil, immer weiter. Dankeschön, Bruder. Ja, Wer ist das, Mutter oder wie? Mutlu und Hani ist auch da. Alle Hani, alles klar? Akram, wie geht's, Bruder? Alles klar? Alles klar, Mutter, alles gut? Alhamdulillah. Komm, Sehr wir gut. gut dann miteinander zu Hause. Okay, ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Und dein jüngerer Bruder, der Akram, ist besser als du, oder? Ja, aber was heißt besser? Der kann schon kicken. Dem fehlt halt, was ich so finde, noch so physisch. Ist er noch nicht so weit. Der muss den mal ins Fitnessstudio mitnehmen. Ja, ich muss dann irgendwo anmelden, den Harry. Ist jetzt was? Der macht mir Babasalat. Ja, damals waren die meisten Profis halt auf Nationalreise und dann hat der Kovac halt 5 oder 6 Spieler von uns hochgezogen. Wir haben direkt das Spiel mitgemacht gegen Karben. Da haben wir, glaube ich, 16-0 gewonnen gehabt. Da kam ich, glaube 20 Minuten kam ich rein und dann habe ich 3 Tore gemacht. Und dann kam der Kovac nach dem Spiel zu mir und meinte, was machst du eigentlich? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt mein Studium angefangen, nächste Woche soll es losgehen.
Und ja, sonst nur Training bei Eintracht ab nachmittags. Und dann kam der zu mir und sagte, ja, ab morgen bist du um 11 Uhr bei uns im Training. Und so hat es dann angefangen. Habe ich 2-3 Wochen bei den Profis mittrainiert gehabt. Dann das zweite Testspiel war dann gegen Sandhausen. Dann habe ich direkt von Anfang an gespielt gehabt. Haben, glaube ich, 2-1 verloren, glaube ich. Habe einen Elfmeter rausgeholt. Ja, und dann kam mein erster Profivertrag. Und eine Woche davor war ich dann noch in dem Belungenplatz FH, war da im Studium, saß da, aber es war echt nichts für mich. Zu viel Physik, Mathematik. Ja, es war wie ein Traum. Für jeden Jugendlichen war einfach krass, war ein krasses Gefühl. Ja, sowas erlebt man halt nicht oft. Du kommst im ersten Spiel rein und bringst die Eintracht zum Sieg. War auf jeden Fall ein schönes Gefühl und ein geiles Gefühl. Ich glaube, menschlich hat es mich auf jeden Fall sehr weit gebracht. Ich bin reifer geworden, musste mich halt, kann ich immer wiederholen, selber um Sachen kümmern. Da gab es halt jetzt nicht die Mutter zu Hause, die Wäsche gemacht hat oder das Essen serviert hat. Musste halt zusehen, dass ich alles auf die Reihe kriege, neben dem Sport. Natürlich war die 2 Jahre von Verletzungen geprägt, aber nichtsdestotrotz war das eine lehrreiche Zeit, würde ich sagen. Jetzt nicht, was ich bedauere, dass ich dahin gegangen bin. Ja, menschlich war es halt super, sportlich nicht so. Und ja, happy, dass ich wieder hier bin in Frankfurt, bei meinem Heimatverein. Wenn ich jetzt darüber überlege, hätte das, glaube ich, niemand gedacht gehabt, dass ich von Düsseldorf, da habe ich ja 2 Jahre nicht gespielt gehabt, nochmal zur Eintracht zurückkehre und dort 27 Spiele mache. Deswegen war es eine gute Saison im Durchschnitt und ich hoffe, dieses Jahr wird auf jeden Fall besser. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur Antoninostraße. Da erwartet uns mein kleiner Bruder. Der ist fertig mit dem Training. Spielt auch bei Wien Wiesbaden U17, Bundesliga. Akram, bist du fertig? Warum fertig? Was geht? Zieh dich mal an, komm, wir gehen vor die Tür. Cool. Emin, du bist ja hier aufgewachsen. Du hast aber deine Wurzeln tatsächlich in Marokko. Wie viel Kontakt hast du noch dahin? Deine Eltern sind ja jetzt da. Ja, meine Eltern sind gerade zu Besuch. Die besuchen meine Oma, meinen Opa. Deswegen bin ich auch öfters jetzt hier, wegen dem Kleinen hier, um den zu beobachten, was er so macht. Ja, wir sind uns eigentlich ähnlich, würde ich sagen. Er könnte halt noch ein bisschen körperlicher oder physischer noch dazulegen, sag ich mal. Falls er Tipps braucht oder mich mal was fragt, ich bin immer für ihn da. Das ist mein kleiner Bruder, ich liebe ihn über alles. Es ist schon schön, einen älteren Bruder zu haben, der jetzt Profifußballer ist. Ich spiele ja selber Fußball, ich möchte ja selber Profifußballer eines Tages mal werden, hoffentlich. Und es ist schon schön, wenn ich das sehen kann, wie mein Bruder sowas erleben kann. Und deshalb motiviert es mich noch mehr. Und er gibt mir auch immer Tipps. Ich frage ihn auch immer, wie es da ist. Ist es schwer, zu den Profis hochzukommen und so weiter. Und ja, es ist schon sehr schön und wir haben einen sehr guten, engen Kontakt miteinander. Und ja, es ist sehr gut. Ich war jetzt im erweiterten Kader der U21-Nationalmannschaft. Und im gleichen Zeitraum hat sich auch die marokkanische Nationalmannschaft bei mir gemeldet gehabt. Die es aber auch schon seit längerem versucht haben, dass ich zur Nationalmannschaft gehe. Und dann war für mich halt der passende Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt kommt der Switch von U21-Nationalmannschaft zu A-Nationalmannschaft.
auf jeden Fall super Erfahrungen, die man da machen kann. Wie gesagt, in Afrika ist es nochmal etwas anders zu spielen als hier in Europa. Macht auf jeden Fall Spaß und ich bin glücklich mit der Situation, die ich getroffen habe und ja, bis jetzt läuft alles perfekt. Wenn er mal ein gutes Spiel macht, sage ich ihm ehrlich, dass er gut gespielt hat. Und wenn es mal nicht so gut war, dann sage ich ihm auch schon, ey man, heute war es halt nicht so gut. Aber das ist nicht schlecht anzusprechen, ne? Aber es ist schon schwer, er ist schon manchmal sauer. Ist er- Aber es ist normal, ist ja normal. Also ist er dann sauer, ja? Also wenn er nicht gut gespielt hat, ist ja normal, ja. Dann ist er schon sauer. Da will er nicht so viel sprechen und ja. Aber ich bin halt immer ehrlich. Warte mal, ich habe gerade Backout. So, das war meine Tour durch die Nordi. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und Frankfurt bleibt stabil.